Mein Name ist Thomas Nagels, ich bin Geschäftsführer bei der Nagels Druck GmbH. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, seit 1988 in Kempen ansässig. Unser Hauptfokus liegt auf der Herstellung von maschinenlesbaren Datenträgern. Speziell angefangen mit Parkscheinen, aber auch weiterentwickelt zu Eintrittskarten, Zutrittskontrollkarten aller Art. Warum wir uns vor Jahren für Flexo entschieden haben, ist, weil wir sehr viele Formatwechsel haben. Also dass die Länge der Druckprodukte sehr variabel ist und uns es deshalb als schwer erschien, das im Offset oder im Rollenoffset darzustellen. Mein Name ist Maike Bamberg, ich bin gelernte Druckformherstellerin, komme eigentlich aus dem Offsetdruck, Druckvorstufe Offsetdruck. Bin vor Jahren mehr oder weniger mit dem Flexo-Druck konfrontiert worden, habe mich da ein bisschen eingearbeitet, habe mich sehr dafür interessiert und bin jetzt im CDP-Bereich des Flexo-Drucks mit tätig. Also nachdem wir Kontakt mit ESCO bekommen haben, war die Frage gleichzeitig nicht nur nach einer neuen Platte, sondern auch nach einem Belichter. Da unser Belichter in die Jahre gekommen ist, ging relativ zügig. Es wurde auf uns zugetreten, ein Angebot gemacht. Wir könnten Beta-Kunde werden, was wir dankend angenommen haben. Und bis zum Aufstellen der Maschine und alles, was an terminlichen Absprachen vonstatten gegangen sind, ist so kurzfristig, so zügig, also ging sehr, sehr schnell bis zum Aufbau, alles sehr, sehr zügig. Ich habe am nächsten Tag sofort belichtet, habe also unseren Röhrenbelichter nicht mehr benutzt, sondern direkt den Spark und war eigentlich am ersten Tag, nach den ersten 3-4 Platten schon begeistert von der Qualität. Parallel dazu habe ich den Druckereileiter des Flexo-Drucks mit involviert. Wir hatten dann das Glück, dass wir alte Klischees und neue Klischees gleichzeitig praxisnah testen konnten und die Drucke dann sichten konnten und feststellen konnten, dass der Qualitätsunterschied schon zu dem Röhrenbelichter sehr groß war. In der Auflösung des Rasters, in der Bildwiedergabe, in der Farbwiedergabe. Also man konnte sofort Unterschiede erkennen, ob ich jetzt einen Röhrenwellenbelichter habe, wie die Platte belichtet wurde, oder halt eben diese LED-Belichtung, die punktgenau gleichmäßig die Platte ausgeleuchtet hat. Und das konnten wir dann sofort am nächsten Tag schon an dem Druckergebnis erkennen. Aufgrund dessen, da wir ja sehr viele Testbelichtungen in dieser ganzen Zeit jetzt schon gemacht haben, die wir ja auch ESCO zukommen lassen haben, haben wir auch extrem darauf geachtet, solche Druckprodukte auszusuchen, die ein sehr, sehr schwieriges Druckbild haben, die sehr, sehr viele Verläufe haben, wo Rasterungen in verschiedenen Rasterungen, also frequenzmoduliert oder halt eben in AM-Raster, amplitudengesteuerten Raster, Vergleiche durchzuführen. Und die Qualität ist einfach, spricht für sich, muss man sagen, ganz klar sagen. Es ist ein System, was uns überzeugt hat, sowohl in der Praxis wie auch in der Anwendung, wie auch im Druckbereich. Und ein System, was funktioniert, eine Prozesskette, die funktioniert, ist auf Wiederholbarkeit ausgelegt, für meine Begriffe. Zur Qualität vom XPS Spark kann ich relativ wenig sagen, weil nichts an mich rangekommen ist. Und ich würde sagen, wenn ich nichts aus der Produktion höre, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil wenn ich nichts höre, dann läuft's. Dann ist es gut und dann sind alle in der Produktion zufrieden damit.